Ja, damit gebe ich das Wort an Bruce. I hand the word to you. Thank you. Guten Tag. This afternoon, I'm going to talk about the history of augmentative communication as I perceive it. Bruce wird heute über die Geschichte der augmentativen Kommunikation sprechen, so wie sie sich ihm in seinen Augen darstellt. Then I'm going to talk about one of the principal issues in language in augmentative communication. Danach geht es um eine der grundsätzlichen Fragestellungen in augmentativer Kommunikation, um Sprache. This issue is, in my opinion, one of the central problems in augmentative communication. In Bruces Meinung ist das eine der zentralen Problemstellungen in augmentativer Kommunikation. Then I am going to talk about 4 different approaches to deal with this problem. Bruce wird dann über 4 verschiedene Herangehensweisen sprechen, die sich mit diesem zentralen Problem beschäftigen. Min-speak or semantic compaction is one of these approaches. Min-speak oder Semantic Compaction, was man übersetzen könnte mit semantischer Verdichtung, ist eine dieser 4 Herangehensweisen. The paper you have in front of you is an outline of what I think I'm going to say. Also was ihr in euren Händen haltet, ist so in etwa eine grobe Skizze dessen, was Bruce erzählen will. I have left the outline blank so you could fill it in as you wish. Es gibt aber jede Menge freier Stellen da drin, sodass ihr und sie das selber ausfüllen könnt, je nachdem, was an Stichworten für jeden und jede von euch besonders wichtig ist. When I take notes, I generally can't interpret them a year later. Wenn Bruce sich Stichworte aufschreibt, kann er sie in der Regel ein Jahr später nicht mehr entziffern und nichts mehr damit anfangen. At least this way, you'll have your notes arranged the way the speaker thinks he's going. So habt ihr wenigstens schon mal ein Gerüst, nachdem der Sprecher glaubt, dass er vorgehen wird. Okay, first, Deswegen hat er das erfunden, ne? Is that the reason you invented Min-speak? yes. First, in the history of augmentative communication, we have a discouraging word. Am Anfang der Geschichte von augmentativer Kommunikation stehen entmutigende Erfolge, die von herkömmlichen Therapien aus dem Bereich der Sprachtherapie erbracht worden sind, in Bezug auf Menschen mit Dysarthrien. Neurogenic dysarthria is the inability to speak because of neural damage. Also die Unfähigkeit zu sprechen wegen Nervenschäden. Speech pathologists during the 1930s, 40s, and 50s tried to help people regain or develop an ability to speak. In früheren Zeiten hat Sprachtherapie versucht, Personen mit Dysarthrien zu Fähigkeiten zurückzuverhelfen, ihre Sprache auszubilden und ihre eigene Sprache zu gebrauchen. One physician named Winthrop Phelps tried an heroic experiment at Johns Hopkins University. Es ist in der Zeit ein wahnsinniges, möchte ich mal übersetzen, und nicht mit heroisch, Experiment durchgeführt worden von, what was his name? Winthrop Morgan Phelps. Der an einer Universität
That was in the United States. Johns Hopkins University. Okay, Johns Hopkins University. Da hat er ein Experiment durchgeführt, wo er dysarthrische Personen mit Sprachtherapie behandelt hat. Individuals were given speech therapy for 2 hours a day, 5 days a week, for many years. Diese Personen haben über viele Jahre an 5 Tagen in der Woche jeweils 2 Stunden pro Tag Sprachtherapie erhalten. Many individuals were in the program for 5 or 6 years. Viele dieser Personen waren über 5 oder 6 Jahre in diesem Programm. The results were disappointing. Die Ergebnisse waren enttäuschend. People's speech did improve, but they did not generally gain the ability to communicate vocally. Die Sprache der Person verbesserte sich zwar, aber im Großen und Ganzen haben sie nicht die Fähigkeit erlangt, mit ihrer eigenen Lautsprache zu kommunizieren. By the mid-1950s, it was known, at least in the United States, that speech therapy would not work for neurogenic dysarthria. Mitte der 50er Jahren war somit in den USA der Beweis erbracht, dass herkömmliche Sprachtherapie für diesen Personenkreis unangebracht ist. This is important background for the future development of augmentative communication. Das ist ein ganz wichtiger Hintergrund für die weitere Entwicklung von augmentativer Kommunikation. The second development I would like to point out is the development of computers with scanning systems. Der zweite Entwicklungsschritt, über den Bruce sprechen möchte, ist die Entwicklung von Computersystemen, die mit Scanning-Systemen bedient werden können. That meant that speech therapists knew that their patients may never be able to speak, but they could interact and spell on computers. Das bedeutete, dass Sprachtherapeuten nun wussten, dass ihre Klienten nicht die Fähigkeit erlangen würden zu sprechen, aber dass sie mit Computern interagieren könnten. This occurred during the 1960s and set off a flurry of activity in the United States at least, and in England, in the UK. Das geschah in den 60er Jahren und eine Reihe von Aktivitäten in diesem Bereich geschah zunächst in den USA und dann auch in England. I believe perhaps in Sweden and Europe as well. In Schweden und Europa vermutlich ebenso. The third development I would like to talk about applies particularly just to the United States. Der dritte Entwicklungsschritt bezieht sich wahrscheinlich nur auf die Vereinigten Staaten. Public Law 94-142 Public Law 94-142 said that all children needed to be educated in the least restrictive environment. Im Jahr 1975 wurde in den USA das Bundesgesetz Nummer 94-142 verabschiedet, das, so lautet eine Bezeichnung darin, allen behinderten Kindern eine Erziehung in der am wenigsten einschränkenden Umgebung garantierte. This law said that if individuals needed speech therapy, physical therapy, occupational therapy, or special education services, they needed to receive these services from the local school district. Das bedeutete, dass Kinder per Gesetz einen Anspruch auf Sprachtherapie, Ergotherapie, Krankengymnastik und so weiter hatten und dass dieser Anspruch durch die örtliche Schulbehörde erfüllt werden musste. It also stated that students had to be integrated in, that disabled students had to be integrated in with students who were able-bodied. Hinzu kam, dass es auch eine weitgehende schulische Integration behinderter Kinder nach sich zog. The result of this law was a radical transformation of the American educational system. Das Ergebnis war eine ganz drastische Umformung des gesamten Erziehungssystems in den USA. Tens of thousands of non-speaking children entered the public school system. Tausende oder Zehntausende nicht sprechender Kinder traten in das öffentliche Schulsystem ein. The fourth thing I would like to point out is the development of good seating, positioning and mounting theory, primarily coming from England. Das vierte Element in dieser Entwicklungsreihe bezieht sich auf Veränderungen und Fragestellungen des Positionierens, des Anbringens von Hilfsmitteln und
what difference is there between positioning and seating? Is there a big difference? Ja. Aus ergotherapeutischer Sicht? Willst du Ich da kann- ein bisschen was zu sagen? Ja, Seating bezieht sich auf Sitzen und Positionierung bezieht sich auf Haltung allgemein. Das heißt, Okay. Ja. Ja. Ist aber eigentlich Aber ich meine, ein Teil voneinander. für die Kinder, die wir hier haben, das sind meistens Kinder, die die meiste Zeit im Sitzen verbringen. Insofern bei denen ist es dann dasselbe, aber nicht unbedingt. Gut, diese Entwicklung kam vorwiegend aus England. Bobets. Oder? The last thing I would like to talk about is the development of speech synthesis. Die letzte Sache, über die ich sprechen möchte, ist die Entwicklung von Sprachsynthese. When all of these things came together, a powerful force was created throughout the Western world. Als alle diese Dinge zusammenkamen, war eine gewaltige Kraft entwickelt worden. The problems, okay, I believe that augmentative communication is now no longer just an application area for a series of fields, but is now almost a field itself. Augmentative Kommunikation hat sich zumindest in den USA als ein selbstständiges Feld entwickelt. There is the International Society and local societies. Es gibt die internationale Gesellschaft für augmentative Kommunikation und auch einzelne Untergruppen in einzelnen Staaten. Okay. You have probably noticed that most of what I talked about during the 1960s and 1970s dealt with physical access. Das meiste von dem, wo es bisher gesprochen hat, hatte mit dem Problem der physischen Erreichbarkeit oder Zugänglichkeit zu tun. The 1970s, in fact, were the era of access. Die 70er waren tatsächlich die Ära des Problems Zugänglichkeit. But after thousands, or perhaps hundreds or thousands of individuals got access, another problem arose. Nachdem diese Zugänglichkeit für Hunderte oder Tausende Personen erreicht war, entstand ein anderes Problem. Even after good access was established, communication did not follow. Auch wenn eine gute Zugänglichkeit erreicht war, kam es oft dazu, dass keine gute und effektive Kommunikation erfolgte. Barry Romick said to me once that, he said, quotations, "We're engineering these devices to death, but nobody ever talks with them." Barry Romick sagte einmal, wir fabrizieren diese Geräte zu Tode, aber niemand spricht mit ihnen. So at the end of the era of access, another era took place. This would be the 1980s. And I believe the 1980s became the era of language. Danach kam es zu einer neuen Ära in den 80ern, zur Ära des Themas Sprache. I believe language may mean something different in English than what Sprache means in German. Bruce meint gerade, Language könnte vielleicht im Englischen was anderes bedeuten als Sprache im Deutschen. German Sprache is language plus speech. Okay. Language is Sprache without speech. Sprache ist Sprache ohne Sprache. Sprache ohne Sprache. Nein, um das vielleicht gerade nochmal aufzuwerfen, hier geht es also um das Problem, nicht um das Problem der Aussprache, sondern um das Problem des sprachlicher Inhalte, des Vokabulars und der Darstellung und Repräsentation von Vokabular. Sprache vielleicht in einem engeren Begriff zu sehen, hier als Vokabular und alles, was mit Vokabular zu tun hat. And the most important area, or one of the most important areas of language is, or was, or became language representation. Und eine der zentralen Fragestellungen im Zusammenhang mit Sprache besteht in der Repräsentation von Sprache. The early systems used letters for language representation. Die ganz frühen Systeme haben dafür Buchstaben benutzt.
But there are problems with letters. Aber mit Buchstaben gibt es Probleme. Would someone like to suggest what some of these problems are? Welche Probleme könnten das sein? It takes you too long to. Yes, there are too many symbols in a sequence. Es gibt zu viele einzelne Symbole in einer Folge von Symbolen, die nötig ist, um einen ganzen Satz zu bewerkstelligen. Anything else? Sonst. Well, the two I would like to talk about is first, that letters are based on sound. Das erste Problem, Buchstaben basieren auf Klängen. Individuals who cannot articulate the sound of a language may have trouble using a representation system based on sound. Personen, die den richtigen Klang eines Buchstabens nicht aussprechen können, nicht artikulieren können, werden Probleme haben mit Systemen, die auf Buchstaben beruhen. I believe that that is intuitive, but not necessarily scientific, that notion. I mean, in your intuition. I think it's intuitive for everyone. Ah, Okay. Hallo. Jahr. Das ist mal Jahr. Guten Tag. Einmal Jahr. Ja, dass Sie hinten hinkommen. Yes? Kannst du drehen? Was kannst du auch hier vorne stehen bleiben, willst du? Hier ist auch noch ein Stuhl für dich, Lise. Little im Englischen hat zwei Ls, But the actual sound created by the first L is very different from the sound created by the second L, aber der represented by the second. Der Klang des ersten Ls ist ganz anders wie der Klang des zweiten Ls, obwohl beide Ls durch denselben Buchstaben repräsentiert werden. Little. The reason we think of them as one sound easily is because we have the experience of making that sound. Wir können uns leicht vorstellen, dass es sich um einen Klang handelt, weil wir die Erfahrung haben, diesen Klang zu produzieren. Both sounds are made at the same place by a similar action of the tongue. Beide Klänge werden an derselben Stelle hergestellt durch eine ganz ähnliche A similar action of the tongue. Zungenstellung. Ja, genau. Okay. So, for an able-bodied individual who speaks, it's easy to understand that little has two L's. Also für einen Nichtbehinderten, der spricht, ist es ganz einfach, sich vorzustellen, dass in Little zwei Ls drinstecken. Many individuals who are born unable to speak, congenitally unable to speak, have a great deal of difficulty in mastering reading and spelling. Aber viele Personen, die von Geburt an nicht sprechen konnten, haben ganz große Schwierigkeiten, sich das vorzustellen. This is the first problem. Das ist das erste Problem. We may, however, develop teaching protocols to enable non-speaking individuals to read and spell. Wir mögen in der Lage sein, Curricula zu entwerfen, dass nicht sprechenden Personen Lesen und Schreiben beigebracht wird. The second problem, however, will not resolve so easily. Das zweite Problem wird allerdings nicht so leicht gelöst werden können. With letters, there are many symbols in a sequence. Bei Buchstaben werden viele Einzelsymbole innerhalb einer Gesamtsequenz benötigt. A typical English sentence has more than 50 letters. Ein typischer englischer Satz hat über 50 Einzelbuchstaben. I believe German sentences may have even more letters. Deutsche Sätze mögen dann noch mehr Buchstaben haben. So many symbols in a sequence is a big problem, and it makes communication very, very slow.
Viele Einzelsymbole stellen so ein großes Problem dar und sie machen Kommunikation ganz langsam. Communication slower than 5 words per minute is probably not capable of being voiced successfully. Kommunikation, in der weniger als 5 Wörter pro Minute ausgesprochen werden, ist nicht sehr effektiv. That's a current theory. Is that the same thing? Can you say? Can you repeat what you said? If your communication aid won't allow you to generate at least 5 words a minute, Yeah. you're probably better off not using voice output. Okay. So many symbols in a sequence. An early answer to this question was the use of bliss. Eine frühe Antwort auf diese Frage war die Benutzung von Bliss-Symbolen. Some of the things I'm going to say about bliss will be true also for pictures. Und einiges, was Bruce über Bliss-Symbole erzählen wird, stimmt ebenso für Bildsysteme. But I'm going to talk about bliss primarily because it is a system. Aber Bruce wird in erster Linie über Bliss sprechen, weil es sich da um ein gesamtes System handelt. First, bliss is based on concept rather than sound. Bliss basiert nicht auf Klängen, sondern auf Konzepten. A system based on concept is bound to be easier to learn for someone who doesn't speak than a system based on sound. Ein System, das auf Konzepten beruht und nicht auf Klang, ist leichter zu erlernen. Learning a system based on concept may also help in conceptual organization for the non-speaking person. Ein System, das auf Konzepten basiert, kann dem Nichtsprechenden auch helfen, sich insgesamt, okay, I have a problem with the end of your sentence. Okay. Can help. Many people who have never spoken have problems in cognitive organization because they have not been able to Ja, speak. viele Leute, die nicht sprechen können, haben Probleme, Gedanken als Konzepte in eine Reihenfolge zu bringen. Language forces a person to conceptually organize his or her world. Sprache bringt einen dazu oder hilft einem dabei, Zwingt, fertig. ja, Ja. zwingt wörtlich übersetzt, sich die Welt in Konzepten, in Gedanken vorzustellen. Being unable to speak inhibits conceptual development. Die Unfähigkeit zu sprechen behindert diese Entwicklung In certain ways. auf bestimmte Weisen. Is that a controversial notion? Ist das kontrovers? No. It's not. Okay. So, because bliss is conceptually organized, it answers certain problems presented by sound-based representation. Da Bliss nach Konzepten aufgebaut ist, beantwortet es viele Probleme, die durch Repräsentation, durch Klang aufgeworfen werden. If not viele Probleme, at least some problems. If not many problems, at least some problems. Okay. Okay. 2, there are few symbols in a sequence. Eine zweite Sache bei Bliss, es gibt weniger Einzelsymbole in einer Sequenz. Aus. 50 or In einem Satz gebraucht. if this were all, we would all be using bliss today. Wenn es nur das wäre, würden wir heute alle Bliss benutzen. However, there is another very important issue. Es gibt allerdings ein anderes ganz wichtiges Problem. This is the problem of the size of the symbol set. Und das ist das Problem der Größe des gesamten Symbolsatzes. One very good thing about letters is that letters form a small symbol set. Eine sehr gute Sache im Zusammenhang mit Buchstaben steht darin, dass Buchstaben nur einen ganz kleinen Gesamtsymbolsatz bilden.
Bliss has a large symbol set. Bliss hat einen ganz großen Symbolsatz. Too many symbols. Too many symbols. Here is, in my opinion, there is contained here the central representation issue in augmentative communication. Nach Bruces Meinung befindet sich hier das zentrale Problem, was die Repräsentation von Sprache in augmentativer Kommunikation betrifft. There is a mathematical, proportional relationship between the size of the symbol set and the number of symbols in a sequence. Es gibt eine mathematische, proportionale Beziehung zwischen der Größe des Gesamtsymbolsatzes und der Anzahl der Einzelsymbole innerhalb einer Sequenz. In representing a large collection, okay, what? Just no, let's just, okay. I'll just skip that. Okay. If one has a small symbol set, he will need many symbols in a sequence. Wenn man einen kleinen Gesamtsymbolsatz hat, braucht man sehr viele Einzelsymbole in einer Sequenz, To represent natural human language. natürliche menschliche Sprache zu repräsentieren. If one has a system with few symbols in a sequence, one will have to have a large symbol set. Wenn man ein System hat, das auf wenigen Symbolen beruht, um eine Sequenz zu bilden, braucht man insgesamt einen großen Gesamtsymbolsatz. As you get used to translating this, I'm making the sentences longer and longer. I'm glad this will be over tomorrow. Okay. For example, in Chinese, have you ever gone by a Chinese restaurant and seen a sign in Chinese outside the restaurant? Als Beispiel die chinesische Sprache. Habt ihr schon mal an einem chinesischen Restaurant chinesische Zeichen gesehen? One sees 3 Chinese characters. Man kann da 3 verschiedene chinesische Zeichen sehen. Underneath one sees, in English, for me, Heavenly Oriental Garden. Darunter steht dann himmlischer orientalischer Garten. In English, that's 22 Roman letters. Im Englischen sind das 22 Buchstaben, In Chinese, 3 characters. im Chinesischen 3 Zeichen. My, that Chinese must be an incredibly efficient representational system. Chinesisch muss also ein ganz wirkungsvolles Repräsentationssystem sein. But what is the problem in Chinese? Aber wo liegt das Problem mit dem Chinesischen? There's few symbols in a sequence. It has a very large symbol set. Es gibt wenige Symbole in der Gesamtsequenz. Es hat einen ganz großen Gesamtsymbolsatz. Are you familiar with the binary notation system? Ist das binäre System bekannt? With ones and zeros. Mit Einsen und Nullen. The number 350 would have how many binary symbols? Wie viele binäre Symbole hätte die Zahl 350? It would be about like this. Are we all familiar with this as binary talk? Ist das klar mit dem binären System? Also Zahlen nicht mit unserer Schreibweise darzustellen, sondern nur als Einsen und Nullen. The difference is because the number system, the Arabic numerals, have
10 different numbers, the binary numerals only have 2 different numbers. Der Unterschied besteht darin, dass unsere arabischen Zahlen, die wir gebrauchen, durch 10 verschiedene Ziffern dargestellt werden und das binäre System durch nur 2 verschiedene Ziffern. Now, what is it that every augmented communicator wants and needs in his or her representational technique? Was wird jeder Hilfsmittelbenutzer gebrauchen wollen, um Sprache zu In his or her language representational technique. in seiner It's difficult to translate, in der Technik Sprache zu repräsentieren. I believe every communicator wants a small symbol set with few symbols in a sequence. Jeder wird sich einen kleinen Gesamtsymbolsatz wünschen, aber auch nur wenige Symbole in der Folge, in der Sequenz. But that is not nature's way. Aber das entspricht nicht diesem mathematischen, natürlichen Gesetz. If one has a small symbol set, one will get many symbols in a sequence. Wenn man einen kleinen Gesamtsymbolsatz hat, wird man immer viele Einzelsymbole in der Sequenz brauchen. If one wants few symbols in a sequence, one will always get a large symbol set. Wenn man nur wenige Symbole in der Sequenz benutzen möchte, muss man immer auf einen großen Gesamtsymbolsatz zurückgreifen. Do we agree that augmented communicators all need and want few symbols in a sequence? Besteht darin Übereinstimmung, dass alle Benutzer von Hilfsmitteln wenige Symbole in der Sequenz brauchen? We all agree that users want small symbol sets. Besteht Übereinkunft darin, dass alle Benutzer einen geringen Gesamtsymbolsatz brauchen? So this is what is desired, but this is what one gets. Wir brauchen also das, aber kriegen das. During the 1980s, 4 different approaches were developed in augmentative communication to deal with this problem. In den 80er Jahren wurden 4 verschiedene Herangehensweisen in augmentativer Kommunikation entwickelt, die sich mit diesem Problem auseinandersetzten. 2 of these approaches tried to lower the number of symbols in a sequence. 2 davon bemühen sich, die Anzahl der Symbole in einer Sequenz zu verringern. 2 of them tried to handle the large symbol set. Die 2 anderen versuchen, den großen Symbolsatz zu verringern. I'm going to write these 4 systems down, not in historical order. Bruce wird die 4 verschiedenen Ansätze aufschreiben, allerdings nicht in geschichtlich ablaufender Reihenfolge. Abbreviation systems, Abkürzungen, letter-based, word prediction, buchstabengestützte Wortvorhersagesysteme, levels, and menu systems, Levels und Menüsysteme and finally, semantic compaction. und schließlich semantische Verdichtung. We are all familiar with abbreviation systems. Kennt ihr euch mit Abkürzungssystemen aus? Maybe not. Okay. These are systems that use shortened forms of spelled words on a computer. Diese Systeme benutzen verkürzte Fassungen ganzer Wörter an einem Computer. For instance, if one would like to say Hauptbahnhof, one might have HBF. Wenn man zum Beispiel Hauptbahnhof sagen möchte, würde man die Abkürzung HBF benutzen.
Abbreviation systems were very popular for many years. Abkürzungssysteme waren eine lange Zeit sehr geläufig und erfolgreich. They try to lower the number of symbols in a sequence. Sie versuchen, die Anzahl der Symbole in einer Sequenz zu verringern. When one types H, B, F, Ash, Ha, B, F, the computer spells out Hauptbahnhof. Wenn man HBF buchstabiert, schreibt der Computer das gesamte Wort Hauptbahnhof aus. Do we all see how these systems were aimed at lowering the number of symbols in a sequence? Sehen wir, wie dieses System darauf abzielt, die Anzahl der Symbole in einer Sequenz zu verringern. We all agree? Are we familiar with letter-based word prediction systems? Sind buchstabengestützte Wortvorhersagesysteme ein Begriff? This is the kind of system where one uses a computer screen and types a letter and then sees a lexicon of words which begin with that letter. Dabei benutzt man einen Computerbildschirm, tippt einen Buchstaben über die Tastatur ein und bekommt dann auf dem Computerbildschirm eine Auswahl angeboten. The words which appear on the screen are selected on the basis of frequency and recency. Die Wörter, die auf dem Computerbildschirm erscheinen, tauchen da auf nach dem Grundsatz der Häufigkeit und Recency, muss ich etwas weiter ausholen, danach wie häufig in der letzten Zeit, in der das System benutzt wurde, diese Buchstaben gebraucht wurden, die Wörter gebraucht wurden. This system too, one types an H. Da tippt man zum Beispiel ein H ein, One sees 6 words beginning with H. dann sieht man auf dem Bildschirm 6 verschiedene Wörter, die mit H anfangen. One types an A. Dann tippt man ein A One sees 6 more words beginning with HA. und sieht 6 andere Wörter, die mit HA anfangen. One types a U. Dann tippt man ein U And one sees 6 words beginning with HAU. und sieht auf dem Bildschirm 6 Wörter, die mit HAU anfangen. And perhaps Hauptbahnhof appears. Im Hauptbahnhof ist möglicherweise darunter. It's word number 6. Das ist dann Wort Nummer 6. One then picks number 6 Man wählt dann Nummer 6 auf der Tastatur and Hauptbahnhof is written. und Hauptbahnhof wird geschrieben. What is this system trying to do? Was versucht dieses System? It's trying to lower the number of symbols in a sequence, isn't it? Es versucht, die Anzahl der Symbole in einer Sequenz zu verringern. Levels and menu systems are based on having pictures or bliss symbols or even words on different sheets. Levels und Menüsysteme beruhen darauf, dass sie Bilder oder Symbole oder manchmal sogar Wörter auf verschiedenen Blättern nutzen. One can have a sheet or an overlay for AM activities. Man kann ein Blatt oder Overlay für Vormittagsaktivitäten haben, Another overlay for PM activities. zweites für Nachmittagsaktivitäten, Another overlay for eating. ein weiteres für Essen, Another overlay for sports. ein viertes für Sport. This approach is aimed at handling the large symbol set. Dieser Lösungsversuch zielt darauf ab, den großen Gesamtsymbolsatz zu verringern. The fourth system is semantic compaction. Das vierte System ist das der semantischen Verdichtung. Semantic compaction, I will talk about semantic compaction when I finish talking about these other 3 systems. Darüber wird Fuß zum Ende reden, wenn er die anderen 3 behandelt hat. That's because I'm primarily here to talk about semantic compaction. Weil er vor allem über semantische Verdichtung sprechen möchte. Its commercial name is MinSpeak. Der kommerzielle Begriff für semantische Verdichtung lautet Meanspeak.
But I think one way to understand what MinSpeak does is to understand what all systems do. Aber wahrscheinlich ist es eine Möglichkeit zu verstehen, was MinSpeak tut, wenn man versteht, was die anderen Systeme auch tun. MinSpeak handles the large symbol set by decreasing the number of symbols. MinSpeak bemüht sich, den großen Gesamtsymbolsatz einzuschränken, indem nur wenige Symbole benutzt werden. Alright, now I'm going to take each one of these systems individually. Hus wird nun jeden dieser Ansätze der Reihe nach behandeln. Is that they will first become unprincipled and then finally arbitrary. Bei Abkürzungssystemen liegt das Problem darin, dass sie zunächst irgendwann einmal nicht mehr nach Grundsatzsätzen ablaufen werden und dann zum zweiten willkürlich funktionieren werden. Let's take 5 English words. I do this because I don't know 5 good German words. Zum Beispiel kommen jetzt 5 englische Wörter an die Tafel. Here are 5 English words, all beginning with W. Alle dieser englischen Wörter fangen mit W an. I am going to select 2-letter abbreviations for each word. Es sollen 2 Buchstaben benutzt werden, um ein einzelnes Wort abzukürzen. In a system where there are between 50 and 100 letters, one must at least have an abbreviation system that cuts away 50%. Dabei sollen zumindest 50% der Buchstaben eines Wortes wegfallen. So we will take 2-letter abbreviations at first. Wir werden also zunächst versucht, Abkürzungen mit 2 Buchstaben zu benutzen. What would be a good 2-letter abbreviation for work? Welche Abkürzung wird sich für Work eignen? WK. WK. A good 2-letter abbreviation for word? WD. A good 2-letter abbreviation for walk? WK. It would be WK again, but we can't do it. Now, I did not state the principle, but we did have a principle, didn't we? Hus hat den Grundsatz zwar nicht ausdrücklich aufgestellt, ist aber trotzdem nach ihm vorgegangen. And that principle was first and last letter. Das war der Grundsatz, den ersten und letzten Buchstaben zu benutzen. We lose our principle here. Da geben wir den Grundsatz schon auf. WL. Now what are we going to do? Was wird jetzt passieren? We are losing more of our principle, aren't we? Wir geben diesen Grundsatz noch weiter auf. But there is yet more trouble. Aber es gibt noch mehr Probleme. What's wrong with using WR as an abbreviation? Welches Problem entsteht, wenn man WR als Abkürzung benutzt? Okay, what's the problem with using WR? The problem with using WR is that it is the first 2 letters of many common English words. Das Problem liegt darin, dass WR die ersten beiden Buchstaben vieler englischer Wörter sind. Wrong. Right. Written. Wrote. Wrist. Wreck. Vielen Worte? Viele Wörter. Viele Worte. Many words. Thus, if we have used the abbreviation WR, we are going to have to hit another key to tell the system that this is an abbreviation. Wenn wir also die Abkürzung WR haben, müssen wir eine weitere Taste auslösen, um dem System überhaupt klarzumachen, dass es sich um Abkürzungen handelt. This is just the beginning of 2-letter combinations which will begin words.
Da stehen wir nur am Anfang von Kombinationen mit zwei Buchstaben, die am Anfang von Wörtern stehen. So, if we have to hit another key, and we will, to do this, wait, let me say, how should I say this? So that you can translate it. We have to hit another key in order to signal that this is an abbreviation. Wir müssen also eine weitere Taste drücken, um dem System anzuzeigen, dass es sich um eine Abkürzung handelt. So this is a 2-letter abbreviation, but it is a 3-activation abbreviation. Es ist also eine Abkürzung mit 2 Buchstaben, aber trotzdem werden 3 Aktivierungen benötigt. Soon we will need 3 letters. Und bald werden wir 3 Buchstaben brauchen. But many times these 3 letters will be the opening 3 letters of a word. Auch da wird es oft dazu kommen, dass es die ersten 3 Buchstaben eines Wortes sind. We will find very shortly that with a 3-letter abbreviation we will need to make 4 actuations. Und mit 3 Buchstaben als Abkürzung werden wir dann schnell 4 Aktivierungen vornehmen müssen. Sequences of 4 activations are almost as laborious as spelling. Sequenzen mit 4 einzelnen Elementen, die als Abkürzung gebraucht werden, sind fast so mühsam wie Buchstabieren. In many years in augmentative communication, I have never encountered a user who employed successfully more than about 150 abbreviations. In vielen Jahren hat Bruce kaum mal einen Benutzer getroffen, der Augmentative communication. Ja. I have never met anyone using more than 150 abbreviations. Hat nie jemanden getroffen, der mehr als 150 Abkürzungen benutzt hätte. What would be a good abbreviation for wood? Finally, we are going to find that we will not have another letter we can use here. Zum Schluss entdecken wir, dass wir dann gar keinen anderen Buchstaben mehr benutzen können. And then we will have to use things like W3. Und dann müssen wir andere Elemente benutzen, zum Beispiel W3 And WX, oder WX, WQ, WQ, until the words no longer, till the abbreviations are not truly derived from the words. bis schließlich die Abkürzungen gar nicht mehr von den Wörtern hergeleitet werden können. So finally we can say the abbreviations become arbitrary. Und so werden die Abkürzungen schließlich willkürlich werden. So, this is the problem with an abbreviation system. Hier liegt also das Problem bei Abkürzungssystemen. Okay. I think what I'm going to do now is sit down for a minute. We don't have time to have a long discussion about the other systems. Wir haben nicht genug Zeit, um die jetzt so eingehend zu behandeln wie das andere. So I will just talk very briefly about the other 2. Bruce wird sie nur kurz ansprechen. Letter-based word prediction is intellectually very interesting. Buchstabengestützte Wortvorhersage ist sehr interessant unter dem Gesichtspunkt, wie man intellektuell damit arbeitet. However, I'm in the process now of building a word prediction system. Bruce ist dabei, ein Wortvorhersagesystem zu entwickeln. And I'm enjoying doing it. Das macht ihm Spaß. However, there are serious problems with word prediction systems. Aber es gibt ernsthafte Probleme mit Wortvorhersagesystemen. Let me give you an example of an English sentence. Ein Beispiel für einen englischen Satz. I visited Germany last week and met many people interested in augmentative communication.
Well, I wouldn't have to translate. Yes, yes. I visited Germany last week and met many people interested in augmentative communication. Okay, also letzte Woche besuchte ich Deutschland und traf viele Leute, die sich für augmentative Kommunikation interessieren. First key is I. Die erste Berührung auf der Tastatur, das I, Second key, space. dann Leertaste, Then V. dann das V And then I see 5 words beginning with V. und dann erscheinen 5 Wörter, die mit V anfangen. Then I read those words. Dann lese ich diese Wörter auf dem Bildschirm, Then I hit I. dann tippe ich I, Then I read 5 more words beginning with VI. dann lese ich wieder 5 andere Wörter, die mit VI beginnen. My word is not there yet. Mein Wort ist dann noch nicht dabei. Then I hit S. Dann tippe ich S, Then I find visited is word number 4. dann finde ich das Wort, was ich will, visited, als Wort Nummer 4. Then I hit key 4. Dann tippe ich Taste Nummer 4. Then I look and see I visited. Und dann sehe ich auf dem Bildschirm I visited. And then I've forgotten the rest of my sentence. Ich weiß nicht, was ich sagen It is a discontinuous cognitive process. Das ist jetzt wieder was schwer zu übersetzen ist. Es ist ein kognitiver Prozess, der nicht fortlaufend auf ein Ziel hin ausgerichtet ist. Ein abbrechender. Hast du da einen Vorschlag für, wie man das übersetzen kann? Ja, es ist Abwechselnd. so viel mit Ein nicht fortlaufender Gucken. Ja. Ein fortlaufender kognitiver Prozess. man muss sich mit anderen Dingen beschäftigen, statt mit Kommunikation. Mhm. Blättern und Suchen und Ja. diesen Dingen. Word prediction systems can do many interesting things for many individuals with disabilities. Wortvorhersagesysteme können eine Menge interessanter Sachen machen für potenzielle Benutzer. It can help people find words who are unable to spell. Es kann Menschen, die nicht buchstabieren können, helfen, Wörter zu finden. It can help people acquiring spelling skills. Es kann Menschen dabei helfen, Fähigkeiten im Buchstabieren zu entwickeln. It has not, however, proved successful in helping people communicate more rapidly. Es hat sich aber nicht als hilfreich dabei erwiesen, dass Menschen schneller kommunizieren können. In a summary of studies looking at word prediction systems over a period of 10 years, In einer Zusammenfassung verschiedener Studien, die sich mit Wortvorhersagesystemen über 10 Jahre befasst haben, Heidi Horstmann of the University of Michigan found that rate enhancement in word prediction systems varied from 0 to 10%. hat Heidi Horstmann von der Universität Michigan herausgefunden, dass die Schnelligkeit im Gebrauch von Wortvorhersagesystemen zwischen 0, die Verbesserung der Schnelligkeit zwischen 0 und 10% lag. So, word prediction systems require a big price from the system operator. Wortvorhersagesysteme verlangen dem, der es benutzt, eine ganze Menge ab. They may lower the number of actuations, but they increase the cognitive and time burdens. Sie mögen die Anzahl der Aktivierungen einschränken, aber sie verlangen eine ganze Menge Aufmerksamkeit, viel Konzentration und fordern auch viel Zeit in der Benutzung. Levels or menuing systems also have many good uses. Levels oder Menüsysteme haben auch viele sinnvolle Funktionen. The difference between a level system and a menu system is whether the system has an electronic screen or not. Der Unterschied zwischen Level und Menüsystem besteht darin, ob das System ein elektronisches System ist. Level systems have a problem about the size of the vocabulary. Level-Systeme gehen ein Problem an
das mit dem Umfang des Vokabulars zu tun hat. For instance, if one has a device that allows one to say 36 different things to say, one cannot sustain a conversation. Wenn man zum Beispiel ein Hilfsmittel hat, das einem erlaubt, 36 verschiedene Dinge zu sagen, dann kann man eine Kommunikation nicht lange aufrechterhalten. Can you imagine having 36 different things to say about food for dinner tonight? Stellt euch vor, in einer Kommunikationssituation habt ihr 36 Dinge zur Verfügung, um über Essen zu reden. I think it would be a silent meal. Beim Abendessen eben. Es wäre ein sehr ruhiges Abendessen. It is very unnatural to discover what you can say by looking at something outside your body. Es ist sehr unnatürlich, herauszufinden, was man sagen will, wenn man auf etwas guckt, was man vor sich liegen hat. Particularly if that 36 things is changing from environment to environment. Vor allem, wenn diese 36 Dinge sich ständig, je nach der Umgebung, in der man sich aufhält, verändern. Menu systems seem to solve a major problem with level systems. Menüsysteme schienen ein großes Problem zunächst zu lösen, das mit Levelsystemen zu tun hat. The person is able to change which pictures are in front of him or her. Der Benutzer kann selbstständig bestimmen, welche Bilder jeweils vor ihm liegen. But this new ability carries with it a very heavy price. Aber diese neue Fähigkeit kann nur aufgrund eines hohen Preises erlangt werden. This price is usually termed navigation. Dieser Preis wird meistens mit dem Ausdruck Navigation bezeichnet. Imagine if you had 1,000 words in your system, Stellt euch vor, 1000 verschiedene Wörter stecken im System drin. and you had all those words divided into 40 different categories. Und alle diese Wörter sind in 40 verschiedenen Kategorien aufgeteilt. And you wanted to say, my blue pen. Und ihr wollt sagen, my blue pen, mein blauer Füller. One would start off with the main menu. Man würde mit dem Hauptmenü anfangen. One would have to know that my is under little words. Dann muss man wissen, dass das Wort my unter der Kategorie kleine Wörter steckt. One hits the category little words. Man löst dann die Kategorie Little Words, kleine Wörter aus. The screen changes, Der Bildschirm ändert sich. and one has a group of pictures representing various little words. Und man hat dann einen Vorrat verschiedener Bilder, die unterschiedliche Wörter repräsentieren. One picks the picture representing my. Man wählt dann das Bild aus, das my repräsentiert. Then what does one have to do? Was muss man dann tun? One must go back to main menu. Man muss zurück ins Hauptmenü gehen. Then one gets main menu, Dann hat man das Hauptmenü. and one must know that blue is under color words. Dann muss man wissen, dass Blue unter Farbwörtern steckt. One hits color words. Dann löst man Farbwörter aus. Then one gets a series of pictures of color words. Man erhält dann eine Reihe von Bildern, die Farben darstellen. One selects blue. Man wählt Blau aus. Then what does one have to do? Was muss man dann machen? Go back to main menu. Zurück ins Hauptmenü. Then one must know where pen is. Da muss man wissen, worunter, in welcher Kategorie Füller steckt. Is it in home tools, Ist es unter häuslichen Werkzeugen, school tools, Werkzeugen, die in der Schule gebraucht werden, or potentially other categories? oder in irgendeiner anderen Kategorie? One selects school tools. Man wählt Werkzeuge, die in der Schule gebraucht werden, aus. And one gives up. No, and one selects school tools, and then the screen changes, and a group of school tools appear. Der Bildschirm verändert sich wieder und eine Reihe von verschiedenen Werkzeugen, Utensilien erscheint. And one selects pen. Und dann wählt man Füller aus. This too is a discontinuous cognitive activity. Wir haben das gerade so schön genannt. Das ist also ein nicht
fortlaufender kognitiver Prozess. Which is very different from what people do in real language. Und in der wirklichen Sprache macht man das nicht. This is not to say that menu systems don't have an application. Das bedeutet nicht, dass solche Menüsysteme nicht angewandt würden. They can be used for the exchanges of teaching. Sie können zum Beispiel in Unterrichtssituationen eingesetzt werden. But I do not believe that they can be used for interactive communication. Aber Bus glaubt nicht, dass sie für interaktive Kommunikation eingesetzt werden können. We have now discussed 3 of the 4 systems. Wir haben jetzt 3 dieser 4 Systeme angesprochen. Before we discuss the 4th, I would like to talk about motivation and energy. Ehe wir das 4. ansprechen, möchte Bus über Motivation und Energie sprechen. Ich habe dies vor einigen Jahren entwickelt. Der Quotient von Motivation durch kognitive und physikalische Anstrengung und Zeit muss zumindest 1 betragen. In ordinary language, this equation means that the motivation to say something must be greater than the cognitive and physical effort it takes to say it across time in order for something to be said. Die Motivation muss also höher liegen als die Anstrengung, die dafür nötig ist, etwas zu sagen. This fraction must reduce to more than 1. Der Hoch muss höher als 1 sein. If the cognitive and physical effort it takes to say something is greater than the motivation to say it, nothing will be said. Wenn die Anstrengungen größer sind als die Motivation, etwas zu sagen, wird man nichts sagen. Does this seem reasonable? Leuchtet das ein? Have we ever seen a communication system that required more cognitive and physical effort to use than the user had motivation to communicate? I know I've designed some. Okay, haben wir jemals Systeme gesehen, wo die Anstrengung höher lag als die Motivation? Bruce hat selbst solche Systeme hergestellt. Many communicate electronic and manual communication systems outside the body often require a lot of energy. Viele gestützte Kommunikationssysteme fordern eine ganze Menge Energie. Our greatest weapon against this is automatic processing. Die wichtigste Waffe gegen die Anstrengung besteht in, wie haben wir das denn gestern nochmal genannt? Automatische Prozesse einfach. Okay, lass uns dabei, es wird klar werden. Automatismen. Automatic processing is the state we are in when we do complex mental and physical tasks. Wir begehen Automatismen, wenn wir komplexe Physical Tasks, Mental and physical tasks. wenn wir vielfältige geistige Aufgaben bewerkstelligen. When we are shifting gears in our car, we don't have to think about keeping our car on the road. Wenn wir beim Autofahren die Gänge wechseln, dürfen wir nicht daran denken, dass das Auto auch korrekt auf der Straße behalten werden muss. If we are still thinking about keeping our car on the road, we will be unable to shift gears. Wenn wir uns darauf konzentrieren, das Auto richtig auf der Straße zu halten, werden wir nicht in der Lage sein, die Gänge zu schalten. We have to be able to shift gears automatically in order to be able to read street signs and see where other cars are. Wir müssen die Gänge automatisch wechseln, um nach Straßenschildern gucken zu können und um auf den Verkehr achten zu können. When we walk, if we walk
we must not think about how we're walking in order to talk when we walk. Wenn wir laufen, dürfen wir uns nicht darauf konzentrieren, wie wir laufen, wenn wir uns beim Laufen auch noch unterhalten wollen. So most of the tasks we perform during the day have a large automatic component. Die meisten Aufgaben, mit denen wir uns am Tag beschäftigen, haben einen großen Anteil von Automatismen. For able-bodied individuals, when they speak, the forms of the words and the organization of the syntax is almost always or almost completely automatic. Wenn Nichtbehinderte sprechen, sind es in der Regel automatische Abläufe, die dahin führen, dass Wörter ausgewählt werden und dass Wörter zu einem Satz zusammengesetzt werden. I don't think this word is a noun, so I should put it in front of my verb. Okay. Okay. Wir denken nicht darüber nach, dann welche Formantwort hat, bevor wir das dann in eine bestimmte Reihenfolge im Satz setzen. Ja. It all comes naturally. Es ergibt sich alles von selbst. In fact, if we are thinking about grammar and thinking about how to say what we have to say, we can barely say it. Wenn wir über Grammatik nachdenken und darüber, wie wir etwas sagen wollen, was wir sagen wollen, sind wir kaum in der Lage, es überhaupt zu sagen. When I speak on my car phone, and almost all Americans now have car phones. Okay. Wenn Bruce über sein Autotelefon spricht, I have to stop talking when I come into an intersection. muss er aufhören mit dem Sprechen, wenn er an eine Kreuzung kommt. People yell at me over the phone. Bruce, are you still there? Leute schreien ihn alle übers Telefon, bist du noch da? Because I can't be talking and thinking about a complicated traffic maneuver at the same Weil time. er nicht gleichzeitig reden kann und ein kompliziertes Verkehrsmanöver führen kann. If our use of the communication aid is not partially automatic, we will have a hard time using it for communicating. Wenn die Benutzung einer Kommunikationshilfe nicht zumindest zum Teil automatisch verläuft, wird es sehr schwierig sein, diese Kommunikationshilfe zu benutzen. Automatic processing is our greatest weapon in the war against cognitive and physical effort. Automatismen sind eine der wichtigsten Waffen gegen kognitive und physikalische Anstrengungen. Systems that demand that we look at them while they change and process their changes are at war with normal language expression. Systeme, bei denen ständig das wechselt, was man sich angucken muss und bei denen man dann kommunizieren muss, sind ein großes Hindernis bei der Kommunikation. Okay, now I would like to talk about semantic compaction. Ich möchte jetzt über Semantic Compaction, semantische Verdichtung sprechen. Sing? No, not yet. I was thinking I should, but I don't think. All the other types aims at lowering something. Wie die anderen Systeme bemüht sich auch semantische Verdichtung darum, etwas zu verringern. Levels, okay. Well, gee. Yes. Would you? It'll be quick. It'll be quick this time. We'll just. Systeme. They lower the number of actuations in a sequence. Die Anzahl der Aktivierungen in einer Sequenz. Letter-based word prediction systems. Was machen buchstabengestützte Wortvorhersagensysteme? Don't they do the same thing? Sie machen genau dasselbe. Levels and menu systems aim at handling the large symbol set. Levels und Menüsysteme bemühen sich darum, den Gesamtsymbolsatz zu verringern. Zu organisieren. Zu organisieren, genau. Ich will nicht im Verringern. Doch, es geht um Verringern. Organize or reduce? Organize or reduce them? Reduce them. Reduce them? Oh, no.
Handle them. Handle, yeah, organize it. Yeah. No, I mean, Also, deal with it, cope with it. That's different from organizing. yeah, there's a question of whether it was reducing them. Okay, to cope with them. Cope with it. Behandeln. The way they do it is to give you only the symbol you need when you need it. Sie machen es in einer Weise, dass sie einem nur dann ein bestimmtes Symbol zur Verfügung stellen, wenn man es gerade gebraucht. They are largely unsuccessful in this activity. Sie sind aber nicht sehr erfolgreich, As we discussed. wie wir schon besprochen haben. The approach of semantic compaction is to attack this as well. Semantische Verdichtung bemüht sich ebenso, den großen Symbolsatz anzugehen. But it does not try to give you only a small collection of a large symbol set. Versucht aber nicht, einem nur eine kleine Auswahl des Symbolsatzes anzubieten, Rather, it seeks to shrink the size of the symbol set itself. sondern versucht, die Menge des Symbolsatzes insgesamt einzuschränken. Paul, did I say that clearly? I'm trying yeah. to be so terse that I'm afraid that it's... Did you mention before about yes, you mentioned before that there's a relationship between the size of the symbol set and the number of the symbols in a sequence. Yes. And both are trying to cope with this big symbol set. yeah. This one does it by only giving you those symbols it thinks you need. Okay? Yeah. Yeah. Okay. Um es nochmal zusammenzufassen, bei sowohl Menüsysteme als auch semantische Verdichtung gehen das Problem des großen Gesamtsymbolsatzes an. Menüsysteme tun das auf die Weise, dass sie für eine jeweilige Situation nur einen eingeschränkten Symbolsatz zur Verfügung stellen. Und semantische Verdichtung tut es dadurch, dass der Gesamtsymbolsatz insgesamt als solcher eingeschränkt wird. Action aims at reducing the overall size of the symbol set. Semantische Verdichtung will den Gesamtsatz insgesamt einschränken. Every picture, okay. People who work in semantics have a term called iconicity. Wer mit Semantik, wer sich mit Semantik beschäftigt, gebraucht oft einen Begriff, den wir Bildhaftigkeit nennen. They divide this into two kinds of iconicity. Das unterteilt man in zwei verschiedene Arten von Bildhaftigkeit. There is primary iconicity, Zunächst die primäre Bildhaftigkeit. Primary iconicity measures how much something looks like something. Primäre Bildhaftigkeit bestimmt, wie sehr eine Darstellung dem Begriff, den es darstellt, ähnlich sieht. Dem Gegenstand, den es darstellt, ähnlich sieht. A drawing, an exact drawing of this cup has as its primary iconicity cup. Die primäre Bildhaftigkeit einer genauen Darstellung dieser Tasse wäre Tasse. Secondary iconicity is another topic of real importance. Die sekundäre Bildhaftigkeit ist aber auch ein weiterer wichtiger Begriff. Is that group of things which can be associated with a picture. Die sekundäre Bildhaftigkeit beschäftigt sich mit den Gegenständen, die mit einem Bild assoziiert werden können. An icon of a cup, a picture of a cup, may also mean what? Das Bild einer Tasse kann also auch bedeuten Glas. Glass, drinking, durst, and other things. If it's drawn like this, it could mean spill. So there is one primary iconicity, and there are a group of secondary iconicities. Es gibt also eine einzige primäre Bildhaftigkeit und eine Gruppe verschiedener sekundärer Bildhaftigkeiten.
Min-speak or semantic compaction is the systematic use of secondary iconicity Min-speak oder semantische Verdichtung ist der systematische Gebrauch sekundärer Bildhaftigkeit. for the purpose of shrinking the size of the symbol set. Den Zweck zu erfüllen, den Gesamtsymbolsatz einzuschränken. One symbol no longer means one thing. Ein Bild bedeutet jetzt nicht mehr länger nur eine einzige Sache, But can mean several things depending upon the context in which it is used. sondern kann verschiedene Dinge bedeuten, in Abhängigkeit vom Gesamtzusammenhang, in dem solch ein Bild eingesetzt wird. This is a new system in the 20th century, Das ist ein neues System im 20. Jahrhundert, but it is an old system in the history of humanity. aber es ist ein altes System in der Geschichte der Menschheit. Hieroglyphic systems. Systeme Used secondary iconicity systematically. benutzen ebenfalls sekundäre Bildhaftigkeiten auf systematische Weise. And they made fantastic shorthands for oral culture. Hilfst du mir mal mit den Shorthands? Und sie haben hervorragende Stenografie, wenn man will, für mündliche Darstellung, Kultur. Oral culture. Ja. They were widespread and effective. Weit verbreitet und sehr wirkungsvoll. The Maya language Die Maya-Sprache had a representation system based often on secondary iconicity. Die Maya-Sprache hatte ein Repräsentationssystem, das sich oft dieser sekundären Bildhaftigkeit bediente. The Mayan hieroglyph of the shark had many meanings. Die Maya-Hieroglyphe eines Hais hatte verschiedene Bedeutungen. It also meant the ocean. Sie bedeutete auch das Meer, It also meant green, grün, because the Maya thought the ocean was green. weil die Mayas glaubten, das Meer sei grün. And it also meant the stone jade. Das bedeutete auch den Edelstein Jade, den grünen Edelstein Jade. Allowing one symbol to have many meanings would do what to the size of the symbol set? Wenn ein Symbol verschiedene Bedeutungen haben kann, was bedeutet das in Bezug auf die Größe des Gesamtsymbolsatzes? The size of the symbol set can shrink. Die Größe kann eingeschränkt werden, kann verringert werden. Einlaufen. Die Größe der I think maybe we should start using the machine now. Yes. Yes, okay. I would like to show you one such system called word strategy. Geht es ein Untersystem von This is one of eines von vielen verschiedenen Anwendungsprogrammen, die semantische Verdichtung benutzen. It is working on a device called the Liberator. Hier läuft es auf einem Gerät ab, das heißt Liberator. Liberator is very similar to Touch Talker and Light Talker. Und Liberator ist ganz ähnlich wie Touch Talker und Light Talker. This system was designed for individuals Dieses System Wortstrategie wurde entwickelt für Personen, who had a language age of 9 and over. die ein Sprachentwicklungsalter von mindestens 9 Jahren haben. It was meant for adolescents and adults. Zwar wurde in der Regel für Jugendliche und Erwachsene eingesetzt. It was designed with a knowledge that adolescents and adults over the language age of 9 would be able to understand certain grammatical issues. Es wurde entwickelt mit dem Wissen, dass Jugendliche und Erwachsene mit einem Sprachentwicklungsalter von 9 Jahren in der Lage seien, bestimmte grammatische Begriffe zu verwenden. The system has more than 5,000 words with fewer than 90 keys, fewer than 100 keys. Das System hat insgesamt 5000 verschiedene Wörter, die durch weniger als 100 Tasten dargestellt sind. No word has more than 3 actuations. Kein einziges Wort hat mehr als 3 Aktivierungen.
Many words have under 2 actuations. Viele Wörter haben weniger als 2 Aktivierungen. Many words have under a single activation. Okay, viele Wörter haben nur eine einzige Aktivierung. I'm going to challenge you, but I hope not threaten you. Ihr werdet eine kleine Herausforderung erleben, aber hoffentlich keine Bedrohung. I'm going to ask you to look at these overlays. Bitte schaut euch die Overlays an, links herum. And I'm going to ask you to hit certain keys. Das Gerät wird jetzt zirkulieren und ihr sollt auf ganz bestimmte Tasten drücken. Hit the red apple, use one hand. Then hit verb. Eat. Eat. Essen. Essen. Would you hit apple and this key, verb plus S? Apple? Eat. Eating. Eating. Ate. Ate. Eaten. Eaten. To eat. To eat. This system has an architecture. Das System hat eine Architektur. This system has an architecture. And it is icon to grammar label. Die besteht in der Reihenfolge eines Bildes und dann eines grammatischen Labels. All right? Remember. Remembers. Remember. To eat. No, to eat. To eat. Speak display. Martin, could you put that? Remember to eat. New verb. Stop. Would you pass it down one? ER, also ein Komparativ, und Adjektiv plus EST, also ein Superlativ. Elephants. You see elephants? Big. Bigger. Bigger. Biggest. Biggest. Werfen. Werfen, adjective. Little. Littler. Littler. Littlest. Littlest. Elefantes zweimal. Und jetzt Adjektiv. Adjective. Large. Larger. Larger. Largest. Large. Speak. Well done. Sehr gut. Would you like to make it say speaking? All other words meaning big begin with Zu groß. War durch Grammatiklabels dargestellt wurden. icon to grammar label. Die grundsätzliche Struktur von Wortstrategien besteht darin, dass man von einem Bild zu einem Grammatiklabel geht. Im morphologischen Paradigmata der Sprache. Halt von 65 bis 70%. Etwa als die semantische und morphologische Struktur der Sprache. Dass jedes unterschiedliche Bild in der Lage ist, unterschiedliche Bedeutungen zu erfüllen. Semantische Verdichtung, weil es mehrere Bedeutungen in einem einzigen Bild zusammenfasst und verdichtet.
eine ganze Menge Zeit investiert werden muss, damit der Benutzer das System richtig bedienen kann. Automatischen Prozesse mit einem sehr großen Vokabular. It gives it Vokabular, damit er seine persönlichen Bedürfnisse und Gedanken ausdrücken kann. In der Sprache an, wenn man beginnt, seine persönlichen Bedürfnisse und Gedanken damit auszudrücken. It's after 6 o'clock, Jetzt ist es aber schon nach 6. and I'm sure everyone's hungry. And there's a lot more to eat too. And there's a lot more to eat. Thank you very much. Disposal.